Was hat sozusagen zu dieser Abnormalität, was hat dazu geführt? Meine Hauptthese lautet ja, dass wir im Grunde einem Zangenangriff auf die Normalität ausgesetzt sind, jetzt schon vor Jahrzehnten. Und zwar einmal durch die Pathologisierung des Normalen und entsprechend dann die Normalisierung des Pathologischen, um es einfacher auszudrücken, Dinge, die man früher für verrückt erklärt hat oder die man für krank, für geisteskrank erklärt hat, werden jetzt als normal und als selbstverständlich dargestellt. Und auch umgekehrt, was viel dramatischer noch ist, die normalen, selbstverständlichen, überkommenen, traditionellen Lebensformen gelten jetzt plötzlich als toxisch, als pathologisch, als krankhaft. Das ist der eine Angriff, wenn Sie so wollen, auf den gesunden Menschenverstand und auf die Normalität. Und der andere ist dass der Normalität immer wieder Extremfälle entgegengestellt werden. Und zwar mit der Suggestion, das Extreme ist jetzt das neue Normale. Das harmloseste Beispiel sind die sogenannten Wetterextreme. Ich denke, in der Schweiz ist man noch nicht so verrückt wie bei uns. Aber heute wird im Grunde jede Temperatur über 20 Grad wird als eine Art Höllensommer präsentiert, in feurigen Farben an die Leinwand gemalt. Also die Leute können überhaupt nicht mehr oder sollen nicht mehr unterscheiden zwischen normal und extrem. Und das gilt natürlich für unendlich viele andere Situationen auch. Ständig wird uns eine Katastrophe an die Wand gemalt. Wetterkatastrophe, Klimakatastrophe, Energiekatastrophe, um so die Menschen in dem Gefühl eines Ausnahmezustands zu halten. Und wenn man im Ausnahmezustand ist, darf man totalitär und despotisch regieren. Und genau das strebt die politisch-mediale Elite auch an, wenn sie so wollen, eine Art legitimen Despotismus mit der Legitimation, wir leben im Ausnahmezustand. Auf jeden Fall ist es eine Politik der Angst, die natürlich weiß, dass man Menschen am leichtesten am Gängelband führen kann, wenn sie verängstigt sind. Und insofern ist das natürlich eine riesige Verlockung für die Menschen, die an den Schalthebeln der Macht sitzen, diese Macht immer weiter auszuweiten und im Grunde den Ausnahmezustand auf Dauer zu stellen. Und das haben wir in der Corona-Krise wunderbar bemerkt. Man will das Gleiche auch mit der Klimakatastrophe uns natürlich einreden. Mit jedem Krieg, der ausbricht, mit jeder Hungersnot, die ausbricht, soll im Grunde weltweit der Ausnahmezustand erklärt werden, der dann wiederum es legitimieren würde, dass man autoritär, despotisch, geradezu tyrannisch regiert und reagiert. Oder wer oder was ist dafür verantwortlich? Wahrscheinlich hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass die überkommenen Machtverhältnisse in die Krise geraten sind. Vor allen Dingen natürlich hier in Mitteleuropa. Mit überkommenen Machtverhältnissen meine ich die von den Altparteien bestimmt waren und die tendenziell immer schon links waren. Mit den Grünen und mit der Machteroberung der Grünen hat sich diese Situation dann verschärft, sodass praktisch in alle, zumindest deutschen Parteien, jetzt mal mit Ausnahme der Schwefelpartei AfD, in alle deutschen Parteien dieses Virus eingedrungen ist, des linksgrünen Denkens. Und was wir jetzt in den letzten Jahren beobachten, ist, dass in der Bevölkerung das nicht mehr einfach so hingenommen wird und akzeptiert wird. Also dass die Reaktanz gegen diese linksgrüne Bevormundung immer größer wird und dass deshalb die bisherigen Machthaber, und das sind eben die Linksgrünen gewesen, jetzt seit vielen, vielen Jahren, auch unter der Kanzlerin Merkel und gerade unter ihr, dass diese linksgrünen Machthaber, die jetzt um ihre Macht fürchten, die Zügel anziehen wollen, dass sie jetzt alle Mittel der Propaganda benutzen, des öffentlich-rechtlichen Fernsehens vor allen Dingen auch, aber auch staatlich finanzierte sogenannte Nichtregierungsorganisationen. All das sind jetzt verzweifelte Mittel der alten Machtelite, sich an der Macht zu halten, während in der Bevölkerung der Widerstand wächst. Eine der hervorragendsten Eigenschaften der westlichen Kultur, nämlich die Fähigkeit zur Selbstkritik, ist pervertiert worden. Sie ist umgeschlagen in Selbstgeißelung, geradezu in Selbsthass.
der westlichen Kultur. Also statt nur sich selbst kritisch den Horizont der eigenen Möglichkeiten zu zeichnen, geißelt man sich selbst und gibt damit natürlich wie soll man sagen, dem Ressentiment in den anderen Kulturen Nahrung. Ja, die anderen Kulturen sind natürlich, das kann man in aller Schlichtheit sagen, neidisch auf die unglaublichen Erfolge der westlichen Kultur in der Technik, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft. Und dieser Neid wird natürlich jetzt angefüttert mit dem Selbsthass des Westens, sodass sich eine ganz unheilige Allianz herausgebildet hat zwischen einer gewissen Gruppe der Linksintellektuellen im Westen und den Fundamentalisten in anderen Kulturen. Was beide verbindet, ist das Ressentiment. Das ist der Hass der zu kurz gekommenen, der Hass derer, die den Standards der westlichen Kultur nicht entsprechen können. Dieser Hass lässt sich offenbar hervorragend vermarkten. Ja, also dafür gibt es einen großen Markt, weil man das schlechte Gewissen der westlichen Kultur wunderbar bewirtschaften kann. Das sehen Sie dann auch bei ganz einfachen Leuten in der Bevölkerung. Man muss nur Stichworte nennen wie Sexismus, Kolonialismus, Rassismus. Da zuckt jeder zusammen, jeder denkt, um Gottes Willen bin ich da jetzt auch gemeint, was kann ich da nur tun, um mich zu salvieren? Ja, und dann bietet man eben diese Selbstgeißelungsrituale an, die die letzten Jahrzehnte in unserer sogenannten Kultur geprägt haben im Westen. Das ist etwas, was Sie im Grunde zurückverfolgen können bis in die 60er Jahre. Also das kommt nicht von gestern. Dieser woke Wahnsinn, der ist nicht gestern ausgebrütet worden, sondern schon in den 60er Jahren. Würden Sie einem Menschen raten, damit er diesem Gutmenschentum nicht verfällt? Oh, das ist im Grunde furchtbar einfach. Man müsste nur ein bisschen denken. Und das ist ja etwas, was die heutigen Linken, die Woken, aber auch die Linksgrünen von den 68ern unterscheidet. Die 68er waren zwar verblendet, ich rechne mich selbst noch gewissermaßen dazu, die waren verblendet, aber sie hatten was im Kopf. Sie hatten studiert, sie haben wirklich gelesen, sie hatten Theorien im Kopf, sie konnten diskutieren. Sie waren oft in öffentlichen Diskussionen brillant, besser als die Bürgerlichen. Und all das fehlt heute. Die Woken sind einfach nur dumm. Linksgrün ist einfach ungebildet, dumm, die können nicht 2 und 2 zusammenzählen. Aber all das bedeutet ja heute nichts mehr, weil man im Grunde Argumente längst durch Gefühle ersetzt hat. Und das ist das Neue. Ja, also das gab es 68 nicht, dass man sich hingestellt hat in der Öffentlichkeit und einfach geweint hat oder gerufen hat, ich habe Angst. Aber das ist die ganze, wenn Sie so wollen, Selbstdarstellung der Wokeness. Ich habe Angst, ich fühle mich betrogen, ich fühle mich betroffen, ich bin beleidigt. Mehr kommt da nicht. Ja, da gibt es kein einziges Argument.